Hallo zusammen und willkommen bei The Bourbon Diaries. Ja, heute wird's gruselig, denn wir haben den The Walking Dead Bourbon auf dem Tisch. The Walking Dead Spirits of the Apocalypse. Ganz klar, worauf sie hinaus wollen, mit den Händen, die so gierig greifen und dieses Label, was so wie so ein abgerissener Zettel aussieht. Safe Zone Certified. Wir sind hier also in Sicherheit, das ist doch auch eine schöne Sache. Ansonsten ein netter Text hier hinten, hinter blutigem Fingerabdruck. Das ist echt laut, oder? Ja, aber wir sind hier beschäftigt. Okay. Eine Apokalypse hat den Globus erfasst, die Toten erheben sich und fressen die Lebendigen. Aber luckily there are spirits, also zum Glück gibt es Spirituosen. Immerhin etwas. Spirits, doppeldeutig natürlich, mit gruseligen Geistern eventuell, aber das ist ganz schön heftig, oder? Bist du mal gucken? Ich schau mal nach. Ja. Oh Gott! Was ist denn los? Oh Gott! Was ist denn das? Oh Gott! Was auch immer das ist, es ist schon im Haus! Wir müssen hier sofort raus! Spinnst du? Da kommen wir nie durch! Schnell! Gib mir den Elijah Craig! Welchen? Den mit 68,3%. Ich mag den ja auch, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Gib her! Was hast du vor? Um Gottes Willen, räumt der gute Whisky! Jetzt aber raus hier! Schnell! Die Worte auf der Rückseite der Flasche waren wahr. In kurzer Zeit war die Zivilisation gefallen. Dies war eine Welt der Untoten. In einer Sache lag die Flasche allerdings falsch. Spirituosen waren hier verdammt schwer zu kriegen. Wir wurden bescheiden. Den Bourbon, den ich gerettet hatte, als alles begann, trug ich stets bei mir. Doch wir hatten uns geschworen, ihn erst zu probieren, wenn wir in Sicherheit waren. Wir wussten nicht wieso, aber irgendetwas am Design der Flasche war uns inzwischen unbehaglich geworden.
Also waren wir weiterhin auf der Suche nach unserer Lieblingsspirituose. Aus mindestens 51% Mais, gereift in frischer, ausgebrannter Eiche und ohne Zusatzstoffe. Hin und wieder entdeckten wir Relikte. Spuren von Bourbons aus längst vergangenen Tagen. Heute unmöglich zu bekommen, es sei denn, man würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen und bereit sein, einen sehr, sehr hohen Preis zu zahlen. Diese Spuren machten Hoffnung. In dieser Welt war Hoffnung jedoch allzu oft trügerisch. Hin und wieder gelang uns ein Fund. Doch wie Rolf leidig feststellen musste, waren Flaschen mit qualitativ hochwertigen Verschlüssen aus echtem Kork in dieser Welt lediglich eine ferne Erinnerung. Eines Tages fand ich in einer Jacke eines armen Teufels, der weniger Glück gehabt hatte als wir, einen Flachmann gefüllt mit Bourbon. Der Glücksfall entpuppte sich schnell als Tortur, denn wir waren mit einem nicht enden wollenden Blind Tasting konfrontiert. Irgendwann hätte ich nicht einmal mehr den Unterschied zwischen einem Jim Beam White Label und einem Wild Turkey 101 herausschmecken können. Es brachte uns dem Wahnsinn nahe. Und so kam es, dass wir eines Tages, als ich während meines Wachdienstes wahnhaft im ewigen Blind-Tasting versunken, roch, schmeckte, sinnierte, von einer gigantischen Horde Untoter überrascht wurden. Wir waren wie der letzte Tropfen Whisky im Glas, der jeden Moment verschlungen werden würde. Doch wir wollten uns unserem Schicksal nicht ergeben. Nicht jetzt. Geht's dir gut? Ja, es geht schon. Nur eine kleine Fleischwunde. Ein bisschen schwummrig hier. Warte mal. Wow, hier ist sogar Strom. Das ist gut. Muss irgendwo ein Generator noch laufen. Lass uns mal umsehen und gucken. Das ist ein Funkgerät. Oh. Funktioniert. Hallo? Hallo, hört mich jemand? Hallo? Nichts. Verdammt. Ganz schön laut da draußen. Ja. Klingt so, als wenn die eine Aperitif-Party feiern. Ohne uns zumindest. Noch. Schmeiß mal das Wasser rüber. Glaubst du, das kann man noch trinken? Mal sehen. Gut abgelagert. Und dennoch freute ich mich darüber, dass das Wasser den Geschmack von gegrilltem Eichhörnchen vom Frühstück ein wenig neutralisierte, denn ich fasste bereits den Entschluss, gleich Bourbon zu trinken. Ich musste nur noch Rolf überzeugen. Was glaubst du, wie lange die da noch zugange sind? Ja, Ausdauer haben die Typen ja. Könnte eine Weile dauern. Verdammte Zombies. Und wie es aussieht, ist hier kein anderer Ausweg. Sieht schlecht aus. Ich weiß, wir haben gesagt, dass wir den erst probieren, wenn wir in Sicherheit sind, aber das könnte der letzte Moment sein.
die Gläser noch rein. Ich muss gucken. Oh ja, wir haben Glück. Mindestens etwas. Ja. Glück im Unglück. Schraubverschloss. Immer noch, Rolf, wirklich. Auch wenn die ganze Zivilisation untergeht, die Korkenpolizei macht immer weiter. Trotz allem, was passiert war, war Rolf nach wie vor richtig hart angenervt von billigen Drehverschlüssen. Das ist eine Weile her. Er konnte einfach nicht aus seiner Haut. Wir es noch können. Nun, das würden vermutlich ohnehin sehr bald die Wesen dort draußen für ihn erledigen. Eher hell. Sieht man sehr gut hier. Vor dem weißen Hintergrund. Also Ja, es geht nicht ins Braune, es ist eher so ein kräftiges goldenes Gelb. ja. Wie viel hat er? 47% Alkohol, also gar nicht mal so wenig. Mhm. Erstes Batch, ach ja, der war ja angeblich so streng limitiert. Okay, jetzt ist er noch mehr limitiert. Wer weiß, Rolf, vielleicht ist das die letzte Flasche auf Erden. Dann sollten wir sie genießen. Ja. Mhm. Und was Süßes, ein bisschen leicht vergorenes, orangiges oder säureartiges sogar vielleicht. Ja. Es geht eher in eine so florale Richtung. Also ich habe so ein bisschen Blumenwiese, florale Noten. Ja. Also die Säure war am Anfang ein bisschen, jetzt geht's auch. Ja, und Kräuter. Es geht so, das Florale geht so in Richtung Kräuter. Ja. Also, cheers. Cheers zu den draußen. Cheers. Eher leicht irgendwie, so habe ich das Gefühl. Also hat schon was Ja. zu bieten, aber ist nicht so tiefgehend Ja. irgendwie. Süß. Vanillig, maisig süß, finde ich. Ja, und da drauf wieder diese etwas floraleren Noten für mich, Ja. eine gewisse Würze, ins Kräutergarten gehende. Ja. Ich gerade nach hinten sehr frisch. Das wird richtig so Menthol. Man sollte das keinem vorsetzen, der Eichentiefe braucht, denn er hat nicht diese tiefe Eiche. Klar, aber ich denke mal, der Inhalt, der kann sich Spricht da gut für sich. schon irgendwo sehen lassen. Ja. Und für Fans der Serie, na gut, wenn sie sich so hinstellen wollen, ist es eh egal, aber wenn sie auch Bourbon mögen, ja, warum nicht? Also, Ja, ist kompakt, kann man auch gut zum Zuschlagen Wie benutzen, gesagt, denke das- ich mal. Und eigentlich auch ganz schön gestaltet hier irgendwie so. Haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Oh Gott, ich glaube, ich höre schon Stimmen. Ich glaube, die Wunde ist schwerer als gedacht. lass mal sehen. Neuaufnahme. Warte, das kommt von hier. Hallo? Hallo, hört ihr mich? Hier Stützpunkt Neue Hoffnung. Wir haben Verpflegung, Leute, Waffen und Bourbon. Wir bieten Sicherheit. Hallo, wir sind in die Enge getrieben. Könnt ihr uns helfen? Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Wo seid ihr? Wir können helfen. Wir sind in Warte. einer... Hi. Wir wissen nicht, ob das gute Menschen sind. Ob sie ihren Bourbon mit uns teilen oder ihn uns wegnehmen wollen. Das Risiko müssen wir eingehen, Wolf. Das ist die Welt, in der wir jetzt leben. Okay, sag ihnen Bescheid. Hallo, hallo. Wir sind in einer verlassenen Industrieanlage, etwa 10 Kilometer südlich von... Kai, Woher kennen Sie meinen Namen? Kai, Woher kennen Sie meinen Namen? Kai. Woher kennen Sie meinen Namen? Rolf? Ja, hi. Wo sind wir? Bei dir zu Hause? Oh, ist das schön. Dem Bourbon Ja. geht's gut. Alles gut, ja? Ist alles okay? Ich hatte wohl einen Albtraum. Oh, Scheiße. Weißt du, was dich auf andere Gedanken bringen wird? Whisky. Da wir eh ein Video haben, lass uns doch einfach mal loslegen, oder? Ja.
Ja, oh, die Kamera läuft ja schon. Okay. Hallo zusammen und willkommen bei The Bourbon Diaries. Heute haben wir den offiziellen The Walking Dead Bourbon auf dem Tisch. The Walking Dead Spirits of the Apocalypse nennt er Hörst sich. du das? Ist ganz schön laut draußen, oder? Oh Gott, nein. Nein, Ich geh bitte mal nicht. gucken, was das Bitte ist. nicht, Rolf, bleib hier. Alles gut. Das ist bestimmt nichts Schlimmes. Bitte nicht. Bitte nicht. Guck an. Deine Nachbarn feiern eine Halloween-Party. Wirklich? Ha. Das geht ganz schön ab da hinten. Ist doch nichts Schlimmes. Alles gut. Okay. Geile Kostüme. Sag mal, da du immer noch ein bisschen durch den Wind bist, wollen wir vielleicht mal rübergehen? Warum nicht? Der Bourbon läuft ja nicht weg. Mhm. Vielleicht ganz gut auf andere Gedanken zu kommen. Das hört sich gut an. Okay. Ich habe dir gerade das Leben gerettet. Dankeschön.